ich habe für die letzte fast 18 Monate mit sehr viel Probleme gehabt mit meiner Gesundheit. Und das ist für mich total, es war ganz neu von das Shutdown von Covid. Und vor 11 Tagen ungefähr, wir haben unser Haus zu verkaufen, offiziell gemacht. Und von das Tag an, ich bin total normal. Ohne alle von diesen anderen Dingen. Meine Gesundheit ist total okay jetzt. I mean, das ist so interessant, ne? Was für mich, ich schätze, es war die Idee, dass ich habe diesen Kontakt mit euch nicht gehabt. Ja, wir haben jede Woche am Zoom, jede Woche, ich habe das seit 3 Jahren jetzt, aber es ist nicht dasselbe, als wenn ich kann dabei sein. Und so, ich freue mich sehr. Ich habe das Gefühl, dass das ist der Anfang und Mitte März, wir kommen nach Europa und bleiben bis Ende Juni. Und so plötzlich, ich kann normal funktionieren. Now, natürlich, Anke hat mich gefragt, dass ich würde über T-Touch sprechen und über was sind ein paar von den Details, das macht einen Unterschied mit Erfolg. Was ist fantastisch mit diesem Basis-T-Touch? Zuerst, ich möchte, weil ich habe so viel von euch, das ihr nicht kennt. Diese Idee, dass die Tellington-Methode ist eine Kombination von der Körperarbeit, das ist die sogenannte Tellington T-Touch, und dann das Bodenarbeit, was wir machen, das wir als Lernparcours nennen. Und bei den Pferden, wir haben auch die Führpositionen, das wir nennen das in Nordamerika als die Tanzschritte, weil die sind so besonders, genau die Details, das wir benutzen für Führen, ein Pferd, für die respektvoll, liebevoll, klar Verbindung, das wir haben, wenn wir ein Pferd in der Hand haben. Und dann natürlich, wir haben unsere, für das Pferd nochmal, diese verschiedene Ideen von unser erstaunlich wirksam Werkzeug, wie die Trainingsgebiss, wie die Liberty Ring und die Ballonzügel und das, ich vergesse, was das in Deutsch heißt, der Promise Wrap. Anke, wie nennen wir das in Deutsch? Die meisten nennen das halt Körperband, das Band um die Hinterhand. Das ist so das bekannteste Tellington-Körperband, das wir haben. Ja, weil wir haben verschiedene Körperband um das Körper, aber in Englisch es heißt a Promise Wrap, weil das ist a Promise for Engagement. Kannst du das übersetzen? Ein Versprechen. Für Engagement. Und Engagement ist also für Aktivität in der Hinterhand. Well, no, aber es kommt von der Idee, dass it's a promise for engagement, like, you know, to marry, für heiraten. Ja, and so it's ein Spiel an Wörter von Engagement und Engagement für Verbindung. Das heißt Versammlung oder ja. Im Prinzip. So, Verlobung sagt man beim Pferd jetzt nicht so wirklich, Regina. Linda, sollen wir mal kurz fragen, ob es irgendjemand gibt, der noch keine Erfahrung hat mit der Tellington-Methode? Weil die ich sehe, die haben alle schon, also die ich kenne, die wissen, die kennen unsere Methode. Sollen wir aber fragen, wer von euch hat noch keine Experimente oder wer hat noch keinen Kurs mit Tellington gemacht? Kennt ihr euch alle? So, Anke, entschuldigen, aber es kann sein, aber ich möchte sowieso ja, ich wollte es nur mal nachhören. Ja, okay, aber es sind haben alle schon Erfahrung. Okay. So,
was wir haben, außer was ich schon gesagt habe, ist die Philosophie. Und diese Philosophie, die sollte vielleicht genannt werden als Schlüssel für Erfolg. Und wir alle wissen das schon. Die Idee, dass was wir denken, hat eine sehr, sehr starke Wirkung auf die Outcome, der Erfolg, das wir haben mit Hund, Katze oder Pferd oder Mensch. Interessant. Und es gibt ein anderer, das ist nicht normalerweise dabei in der Beschreibung von der Überview, Übergesicht. Und das ist Energie. Die Rolle, dass Energie spielt. Was meine ich bei das? Weil zum Beispiel, ich glaube, dass Ankit hat das auch von Moshe Feldenkrais gehört. Wir waren nie erlaubt in meiner Ausbildung mit Moshe Feldenkrais, das Wort Energie zu sagen. Warum? Weil es hat ein total anderes Verständnis, als was jetzt wir nennen als Energie. Und das ist, jeder Gedanken, das wir haben, ist Energie. Jeder Gedanken, jede Gefühl, jede Emotion und jede Wort, das wir sprechen. Das ist all Energie. Und wenn man guckt das an, und für mich, das kommt von ein Buch, das gibt in Deutsch auch natürlich, ein von den vielen phenomenalen Büchern von Greg Braden. It's the Spontaneous Healing of Belief. Was ist das in Deutsch, bitte, Anke? Weißt du? It's the spontan Heilen von Glauben, ist, wenn man würde das direkt übersetzen. Aber das Healing, das spontan Heilen, no? Spontaneous Healing of Belief, auf was wir glauben. Und das ist was für mich, ich habe die große Frage gehabt über alle diese Jahre, warte mal, warum ist das mit T-Touch? Das ist der Teil von der T-Touch, das hat mit dem Körper-Touch zu tun. Wie kommt das, dass jeder von euch kann unsere Schmerzen, ja, reduzieren und auch unsere Angst kontrollieren oder wegbringen. Und was ist für mich so wichtig ist, die Verständnis, dass ich habe jetzt in die letzte, dank Covid, die letzte 1,5 Jahre auf die Idee bekommen, so klar alle, dass jeder ein Viertelkreis, ich spreche jetzt über die Basiskreis, dieses 1 Viertelkreis, dass das ein Spiral ist und das ist die goldene Schnitt oder goldene Ratio. Es ist in alle von der Natur und es ist genau in unserer DNA. Und die Nobelpreis, die letzte vor ein paar Monaten jetzt, hat geprüft, dass wir können unsere DNA jetzt beeinflussen von Berührung am Körper. Now, wir haben das gewusst und getan mehr als 20 Jahre, viel mehr. Aber wenn man hört das von der Nobelpreis, man hat einen anderen Respekt für das. Interessant, wir brauchen das. Ich finde, es ist wichtig. Now, warum ich sage das zu euch? In dieser Zeit von Covid, und ich bin sicher, das geht nicht sofort weg. Wir haben so viel Möglichkeit, unser eigener Körper zu helfen, unsere Familie, Kollegen und natürlich
unser Tier, wenn wir haben die klarer wir sind auf diese Bewegung von Berührung, die schneller kommt unser Erfolg. Und Anke hat mich gebeten, dass ich würde uns durch ein paar Übungen, wo wir finden eine neue Akzeptanz, Respekt und Dankbarkeit für unseren Körper. Ich passe auf sofort mit vielen Menschen, ich kann das Wort Liebe für eigene Körper nicht benutzen, weil, wow, in unserer westlichen Welt, das ist sehr oft nicht akzeptabel, dass wir unsere eigene Körper lieben. Wir würden denken, oh ja, das ist Egoismus. Ne? Aber der Grund, dass ich das heute sagen kann, ist, wenn ich denke, warte mal, ich habe die Frage, hast jeder von euch irgendwas zu tun, dass du atmen sein kann, dass die Lunge arbeitet? No. Dass die Blut durch die ganze Körper dauernd fließt? No. Dass unser Lymph wirkt? Sind wir verantwortlich für das? No. Diese Idee, was für mich, ich bin total fasziniert mit diesem neuen Verständnis jetzt von wissenschaftlich, Wow-Effekt, das mehr popular ist, mehr überall jetzt akzeptiert ist, dass jede Zelle in unserem Körper versteht die Arbeit in der Körper. Now, ich habe auf diese Idee, und das ist was hat mich so begeistert in 1976, wenn ich habe das Buch Man on His Nature von einem Nobelpreiswinner. Ich habe das Satz gelesen. Das Konzept, jede Zelle in der Körper kennt das Arbeiten der Körper. Und wenn das funktioniert in den Körper. Und wenn ich habe das gelesen, es war nach dem ersten Jahr von meiner Feldenkreis-Ausbildung mit Moshe Feldenkreis. Und ich war im Mövenpick Restaurant in Stuttgart im Februar. Und ich habe das Konzept gelesen in das Buch. Und ich kann so gut erinnern, als wenn das gestern war. Warte mal. Wow. Ich habe nur schon ein Jahr mit Moshe Feldenkreis gehabt. Und ich konnte nicht diese Wundern tun, dass das machen kann. Natürlich, jetzt, wenn man ausgebildet ist, ja, wir können das auch tun. Aber in der Zeit, ich konnte nicht. Und ich habe gedacht, warte mal, wenn ich arbeite mit einem Menschen oder ein Tier und ich kann nicht denken, wie könnte ich helfen? Ich muss nur sagen, hey, das mit der Berührung erinnern diese Zelle hier von die phänomenal Wunder, dass die sind. Und ja, interessant, aber was bedeutet das? Und ich habe über die Jahre jetzt mit verschiedenen Wissenschaftlern, und ein ist leider, das geht nicht in Deutsch, ist dieses Buch. Und das ist the Code of Authentic Living, Cellular Wisdom, Cellular Weisheit. Und diese Frau, sie ist ein Doktor, wer das geschrieben hat, für 20 Jahre, sie hat schon Zellbiologie gelehrt in der Tufts Universität von Medizin. Und sie hat eine Erfahrung, das hat die so einen Klick gegeben, dass sie hat abgegeben, nicht mehr Professor sein möchte, weil sie hat eine Legende gelesen.
Und ich merkte, dass ich lese dies, jetzt kurz, ist das eine Rückseite hier. Und wenn man das versteht, es gibt uns ein total anderer Verständnis von was wir mit das T-Touch machen kann. Und so, Anka, ich lese dies, ups, ein Satz bei Satz und dann du würdest das übersetzen, weil mein Deutsch ist nicht gut genug für das, ideal für euch. So, Satz by Satz, okay, Anka? Here is one, here is one legend of how wisdom came to be hidden from all humans. Eine Legende, ist das a legend? Es ist ein Geschichte. Legende ist Deutsch. Also, ja, eine Legende, wie die Weisheit in die Zellen kam. Ich habe es nicht genau verstanden. Say it again. Okay, so wie of how wisdom came to be hidden from all humans. Okay, wie es dazu kam, dass die Weisheit von den Menschen weggehalten wurde, versteckt wurde. So, ich sage das die erste Mal. So, wenn Dr. Joan King hat das zuerst gehört, sie hat sich gefragt, was ist das in allem mein Akademikstudium über Zellen, dass ich habe verpasst, dass Wahrheit von was ich möchte verstehen. Und so, sie hat das abgegeben, was ich schon gesagt habe. So, this is die Legende. This is an old Hindu legend. There was once upon a time when all human beings were gods. Es gab eine Zeit, da waren alle menschliche Wesen Götter. Und das bedeutet, dass die konnte alles tun, alles kontrollieren und tun. Exakt das ungefähr. Und dann, das Problem war, dass mir hat dann angefangen zu denken, ich kann das hier, diese Kraft auch benutzen für Peck machen. Und das Idee war, dass viele Probleme kommen von das. Wenn die hat das für selbst gemacht und nicht really good. So, sorry, Anka, I'm going to have to do it. So, the thing is that the head Hindu had entschieden, dass die muss das Power, das Kraft, das Möglichkeit weg von alle nehmen. Aber die Frage war, wie konnte die das dann verstecken? Wie konnte die Ich fasse es vielleicht noch mal kurz zusammen, dass es dann halt Menschen gab, die diese Kraft negativ genutzt haben für sich selbst und nicht für die Gesamtheit, zur Unterstützung des Ganzen. Und dann haben die Hindus entschieden, dass sie diese Kraft wieder weggenommen bekommen. Und die Frage war halt nur, wie kriegt man sie versteckt oder wie kann man sie wieder... Perfekt. Wo steckt die dann? Ne? So, einer hat die Idee, okay, wir gehen auf die höchste Berg und wir lassen das dort. Na, der Head Hindu, hat gesagt, no, die würde das finden. Ein anderer hat die Idee, okay, wir können das in the tiefest Ocean. Ozean kennt man bei uns auch. Die findet das irgendwann. Ein anderer hat das Idee gehabt, well, we're gehen, how do you say a cave in the earth, Anke? Krater. Sehr tief, and then tiefer in the Erde gehen. No, die würde das finden. So, Head Hindu hat seinen Kopf gekratzt und lang gedacht und hat gedacht, warte mal,
ich weiß, wo das verschwunden sein kann. Wir nehmen das in jedem Mensch. Die würde das nie finden. Und das ist jetzt gesagt, dass so viele Menschen, die gehen in den Berg, die gehen in die See, die gehen in der Erden, immer versuchen, was ist in uns. Und was ist in uns, ist die Verbindung mit der Universal Source Energy. Und Intelligenz, it's nicht it's Intelligenz. Now, wenn wir machen das 1,25 Kreis, genau, 1,25 Kreis, it's like es ist wie, dass wir haben eine Schüssel für eine Verbindung mit das phenomenal Intelligenz in jeder Zelle von unserem Körper. Und entschuldigen, dass mein Deutsch so primitiv ist, aber diese Idee, wenn wir denken, warte mal, das Körper ist ein Wunder. Das ist phänomenal. Und es ist auch jetzt die letzte, was ich gelesen habe, ist, dass es jetzt schon geforscht, dass jede Zelle hat mehr als 200.000 Funktionen, das verstanden ist. Überlege das, ne? Und das Complexity, warte mal, was ist hinten das? Und das ist das Divine Spark, das Source Energy, das Intelligenz von the Universe. Und das ist jeder Mensch, ne? Und jeder Tier, auch. Jeder Tier, alles. Now, Anke hat mich gebeten, dass wir sprechen, warte mal, was sind die Details? Das bringt die meiste Erfolg. Und es ist genau zuerst, dass wir verstehen, was ziemlich neu geforscht ist in den letzten 10 Jahren, ist die Idee, dass mit leicht Berührung an der Körper, das heißt, das ist unsere 1, 2, 3 Berührung. Ja? Und wir haben, just für einen Überblick, wir behalten die Idee von T-Touch, okay, Druckstärke von 1 bis 10. Now, so dass ihr würde verstehen, wenn man geht für eine normale Massage, das fängt an mit 7. Wenn wir mit einem Tier, ein Hund zum Beispiel, das Druckstärke wird 2. Mit einem Pferd 2 bis 3. Und wenn die sind verletzt, vielleicht 1. Es gibt Menschen, wo, wenn man würde mit nur das ganz leicht Berührung von 1, 2 oder 3 das machen, die könnte das nicht spüren. Und so ist es sinnlos. Für solche, wenn die sagt, no, ich kann das nicht fühlen, macht das mehr. Das ist unser 8. Element von den Regeln von T-Touch oder Guidelines. Diese Idee, das gibt, entschuldigen, it's the 9. gibt Feedback. Möchtest du mehr Druckstärke oder weniger? Unser Tier zeigt uns das. Und wenn die sind nicht unbequem, es kann sein, warum? Vielleicht unsere Finger sind steif. Vielleicht wir halten die Atem an. Vielleicht wir sind gestresst und unter der Beeinfluss von der Sympathikonervensystem. Okay. So, was bedeutet das? Diese Idee, dass der Mensch hat ein besonderes Gefühl mit Tier, Hunde, Katze, Pferd, alle. Und das Tier möchte sehr gerne tun, was gefragt ist. Ein freiwillig Zusammenarbeit.
wie können wir das verlangen? Bei bringen selbst, also unser eigener Körper in Herzkohärenz. Und wie kommen wir das? So dass wenn wir kommen zu unser Pferd oder arbeiten mit einem Hund, oder diese Idee, dass zuerst wir wollen geerdet werden und wir wollen ruhig sein. Und wie wir auf das kommen, ist mit ein Herzunermung, ein Hartag. Und ich möchte über das jetzt, ich möchte das tun. Now, von das Herzunermung, ich möchte ansehen, wie viel von euch jetzt benutzt das Hartag oft. I just, okay. Let's see. Now I gehe auf die zweite Reihe. Let's see. Oh, haha. Hi, Christina. Ich sehe dich. Okay, now. Und haben wir eine dritte Reihe? Ja. Ja. Wenn ihr alle diese virtuelle Hand hochhebt, dann kann man es auch in der Teilnehmerliste sehen. Ja. Da kommen noch welche nach. Hey, cool. Das ist cool. Those is flash on the. No. Das sind noch welche, von denen ich weiß, dass sie das tun. Die haben noch nicht die Hand oben. Ja, oder vielleicht die weiß nicht schnell genug, wie das geht. No. No. Hi, Bertha, ich sehe dich. So was ist toll mit der Herzunermung? Man kann das über die Telefon ganz simpel machen. Und einfach eine Hand über die andere, macht ein Viertel Kreis, atmen. No. Now, wenn man bringt dazu diese Idee, dass, hey, warte mal, überlege, dass das auf der Wand ist das Zifferblatt, das Uhr, was meiste von uns in der Schule gehabt hat. Und bringt das, physically, und setzt das auf den Brust hier, dass diese Teil ist der Heart Chakra. Interessant, in der Mitte. Now, okay. Und nimmt die Nummern. Und meine Frage nachher ist, okay, warum? Okay, aber nimmt die Nummer 6 ist Richtung von Boden, 9 Richtung rechten Schulter, 12 Kinn, Richtung Kinn und die 3 Richtung linken Schulter. Ja, und dann macht der Hand sanft, nicht steif, aber sanft. Und ist egal, man kann eine Hand über die andere, like a abalone, oder vergesse, it's in English abalone, oder faulty finger. Muschel haben wir das übersetzt. Ja. Danke, du, jump in. No? So, oder flach, wie der Baby Orangutan. Oder, was ich habe in die letzte Zeit, wenn Mensch, wer kennt das Arbeit nicht, ich habe gesagt, hey, guck mal, beide Fingern hier und macht das winzig ein Viertelkreis, ganz winzig. Ja? So machen. Und so die Frage ist, warum so viel Details? Das ist, was ich würde sehr diskutieren von euch. So, was Effekt hat diese Idee von das Vorstellen, das Uhr am Wand und bringen das hier. Was Effekt hat das Visualisieren? Und zwischen unserer links und rechts Gehirnhälfte. Wer möchte erklären? Just
put your hand hoch und wir können das diskutieren. Who wants to say? Ja, danke, Manuela, danke dir. Hallo, ich kann meine Hand nicht hochheben. Ich finde hier nichts bei meinem. Oh, das ist gut genug so. Ja. Okay. Also, wenn wir uns die Ziffern vorstellen, dann aktivieren wir die linke Gehirnhälfte, also die Logik, also die Zahlen, die Logik. Und wenn wir uns die Uhr vorstellen und ins Gefühl hineingehen, dann aktivieren wir die rechte Gehirnhälfte, also die Empathie, die Intuition. Und somit verbinden wir rechte und linke Gehirnhälfte. Genau, weil die Vorstellen aktiviert rechte Gehirnhälfte. Und die Nummern auf dieser Uhr, Nummern aktiviert die logische Seite oder die linken, sogenannten. Beides hat ein bisschen von alle, aber im Prinzip, das ist, was akzeptiert ist. Und die Grund, ich sage, ja, unten rechts, oben links, das ist eine klare Methode. Und alles, was mit Methoden haben, ist gesagt, hat die Verbindung mit der Logik, mit der linken Gehirnhälfte. Now, warum ist das interessant? Weil das Weben zwischen die Vorstellen, die Zifferblatt, mit den Nummern, Vorstellen aktiviert, rechte Gehirnhälfte, Nummern und Methode, die linken Logikseite. Mit der Logikseite, wir könnten diktiert, ohne das, wir könnten diktiert sein. Aber der rechten Gehirnhälfte ist, was so oft in der Schule ist, zur Seite gesagt, außer dass man ist ein Waldorfschule oder ein von den Schulen, das hat sehr viel Respekt für die rechten Gehirnhälfte. Now, was ich möchte sagen, und I recommend, was ist das? Ich schlage vor, dass du schreibst auf, was ist diese rechte Gehirnhälfte verantwortlich? Nun 4 Dinge. Probiert das aufzuschreiben für jeder von. Was würde ich sagen? Just selbst. 4 Dinge. Die erste ist Kreativität. Zum Beispiel, das gibt euch eine Idee vielleicht. Kreativität, Intuition, Compassion ist Mitgefühl. Mitgefühl. Und die 4, was ist so wichtig für alle durch das Covid-Zeit, ist Gefühl. Wir haben durch das Covid kein Hugging more, kein Handschütteln, wir haben so viel, hat das Gefühl verloren. Es ist so stark, dass in Englisch, es gibt ein feeling lost. Also das ist eine zu wenig Berührung, ne? Dass es als Diagnose sozusagen auch schon gibt. Sorry? Dass es schon einen Namen dafür gibt, dass zu wenig Berührung stattfindet. Also genau, es ist ein Syndrom. Es ist genannt als ein Syndrom, ne? Ja. Hauthungersyndrom im Prinzip, wörtlich übersetzt. Ja, danke. Ja, genau. Und das ist so wichtig. Now, das ist warum diese Idee, dass wir für unsere eigene Körper T-Touch anwenden. Und viele, ich habe mehrere Menschen gesehen, dass die sind nicht so bequem, mit eigener Körper zu berühren.
oh, klein Moment, just a moment. Das ist die Lisa. Ich muss, I introduce her to all of you. Hi, Lisa. Hier, guck mal. Anke hat diese tolle Gruppe zusammengebracht. Mein Gott, wir sind 54. Frohes neues Jahr, Lisa. Lisa ist aus der Schweiz, Instruktorin für die Tellington-Methode für Hunde. Happy New Year. Ciao. Und auch Teacher-Lehrerin für Menschen und unterrichtet auch in Frankreich. Thank you. Yahoo! Bye. Sie ist momentan in Frankreich. Good, that's what we're told now. Sie ist nicht alleine dort. Sie hat alle von euch. So, where was I? Ja, diese Idee, dass, was ich finde, oft ist diese Idee, ich möchte mich nicht berühren, weil ich bin nicht so glücklich mit meinem Körper. Ja? Oder was hochinteressant für mich ist, und wir sollten das alle verstehen bei unserem Tier und auch selbst und Kunden, wenn jemand ein OP gehabt hat, es kann sein, wenn man ein Baby war und das war ein sehr schlimm OP, wo man sterben konnte. Das Angst von Berührung ist immer dort. Now, okay, wie können wir mit das umgehen? Und wie wir das machen, ist Respekt für den Körper. So oft, wir müssen anfangen, like, how can you see? Like, away, weg von Kontakt. Und wenn man Angst gehabt hat oder eine schlechte Erfahrung gehabt hat, dann jeder muss selbst fragen, wie weit muss ich sein von meinem Körper, so dass meine Zellen sagen, okay, ich bin nicht in Gefahr. Wie viel von euch hat das schon bei euer Hund oder Pferd oder Katze gemacht? Just einfach so mit der Hand von dieser sehen. Wir wissen, wie toll das ist, ne? Und das ist so bei uns auch. Und ich habe das zuerst gesehen von jemandem, der ein sehr schlimm Krebs-OP gehabt vor 8 oder 10 Jahren vorher. Und sie konnte nicht ihr Körper berühren. Und wenn wir haben das mit der T-Touch dann geübt und Körper gefragt, okay, wenn deine Zellen sprechen könnte, wie weit muss dein Hand sein von deinem Körper? Und es war weit weg. Und ich bin sicher, dass viele weiß schon, wenn du hast ein Pferd oder Hund und möchte von Abstand T-Touches macht, besser hinten Teil von der Hand. Nicht so. Weil das Gefühl ist auch dort von hier. Aber wenn ich bringe meine Hand andere Seite von meiner Hand, auch wenn das weit Abstand ist, es hat eine andere Möglichkeit, ein anderes Gefühl, eine andere Energie. Now, ich habe viel gesagt, was ich möchte jetzt uns führen durch eine Übung, aber zuerst, ich möchte hören, hast jemand Fragen oder Remarks, Gemerken? Fragen oder Kommentare? Also ich hätte gerade noch, es gibt ja immer wieder Menschen, die so ein bisschen auch die Schwierigkeit haben, die Finger zu krümmen oder die gerade bei den Pferden auch Sorge haben, dass sie das nicht so richtig machen, die dann lieber die streichenden T-Touches machen als die Kreise, auch weil sie Sorge haben, nicht den richtigen Druck, das richtige Tempo für ihre Pferde zu finden, sie nicht lesen zu können. Was hast du da für die Beweglichkeit oder so noch für Tipps? Und das ist sehr wichtig, über das zu sprechen, weil Streicheln
hat überhaupt keine Wirkung auf die Aktivieren von beiden Gehirnhälften. Und wir haben ein Studium gemacht in 1984 schon und dann nochmal in 85 und nochmal in 2009 mit Anna Wise von der Boulder Institute of Biofeedback. Und was wir gesehen haben, und das ist, was hat mich like so fasziniert, how do you say, gehalten über alle die Jahre, wann wir Bewegung, die Haut, in ein Viertelkreis, wir haben eine Aktivierung messbar mit der Biofeedback in beide Gehirnhälften mit Beta, Alpha, Theta und Delta Gehirnwellen. Und das ist, was so phänomenal für mich war. So, no, wir sehen das mit der Herzumwärmung ist nur Logik. Ja, Vorstellen aktiviert rechts, Logik, Nummern links. Aber wir haben das schon geforscht. Und so, wenn man streichelt, nett, aber es hat nicht die gleichen Heilungseffekt oder Aktivierung von beiden Gehirnhälften von das. Now, Anke, das ist so ein wichtiges Thema. Und so, das ist der Grund, dass wir haben so viel verschiedene sogenannten Teil von der Hand, das wir benutzen. Zum Beispiel, wie ich habe von auf diese Chimp-T-Touch gemacht, gekommen. Chimp ist wenn, na, it's like Schimpanse. Teil. Der Chimpanzee, danke. Und wie das gekommen hat, ich habe in England, in der UK, vor 15 Jahren oder so, ich habe mit einer jungen Dame gearbeitet, sie war 28 und sie hat ein Dressurpferd, ein Grand Prix Dressurpferd, das sie hat qualifiziert für die Mannschaft, für die British Mannschaft. Und das Problem ist, ihr Pferd hat ein sehr, sehr schmerzhaftes Rücken, aber sehr guckig. Und so, ich habe diese normale, das heißt die Vulcan Leopard T-Touches gezeigt. Sie hat gesagt, das war unmöglich. Sie konnte ihr Fingergelenk nicht bewegen. Und sie hat gesagt, sie war schon so steif, dass im Winter, wenn es kalt war, und sie steigt ab, sie muss like offen ihre Fingers. Sie konnte die nicht bewegen. Und so, ich habe intuitiv gesagt, ha, kein Problem, guck mal, kannst du diese Bewegung machen? Das heißt, siehst du, kannst du das? Like, let me see here. Probiere das mit das. Ich mache einen leichten Kontakt mit meinen Daumen. Ich benutze die Atem dabei. Und es ist simpel. Und es ist nicht so, wie sagt man, vielleicht feinfühlig, aber wow, ich kann das auch, diese Bewegung, einen Einviertelkreis machen, nur mit ein leichtes Druck möglich, mit ein Eins Druck starker, nicht mehr. Und das ist ein ganz einfach. Und dann, wie viel von euch kennt Bananenschnecken? Das ist die Teil von, wo die Hand, Fingers fängt an, hier ist die Seite. Und wie ich habe auf diese, das ist meine Kreativität. Ja? So, ich war in einem Hundekurs und ich habe die Vulcan Leopard gezeigt. Und
Eins hat gesagt, ja, aber Linda, meine Finger sind so steif von der Computer, dass ich kann das Bewegung nicht machen. Genau, was die Anke gesagt hat. Unmöglich. Ich habe gesagt, kannst du bewegen die Fingers und kannst du das machen? Probiere das auf eigenen Arm. Ich kann ein total rund und, now you say smooth, gleichmäßig Kreis machen mit das. Just like that. Das wirkt so gut als die andere. Und eines Tages, oh Mann, ich habe einen Schmerz in meinem Knie plötzlich gehabt. Ist nie früher. Und ich habe gedacht, oh, okay, ich habe die mit Waschbär, die Touch zuerst probiert und es war schlimm. Und ich habe ein bisschen mit das gearbeitet und dann nach 20 Minuten, ich habe dieses Teil, das fleshy Part hier, auf mein Knie gemacht und ich konnte mit allem Druck das machen und kein Schmerzen mehr. Und seit das war mehr als 15 Jahre jetzt, seit das, ich habe kein Schmerzen mehr in die Knie. Und das ist die Seeelefant zur Erde gekommen hat. Linda, die Regina hat die Hand oben, die hat, glaube ich, eine Frage. Danke du, ja, und danke Regina, ich sehe dich. Ja. Worüber ich in letzter Zeit immer mal wieder nachdenke, ich kann T-Touch bei mir selber auch anwenden, funktioniert super, außer bei meinen Kopfschmerzen. Da hilft es überhaupt nicht. Hast du vielleicht eine Idee, warum? Oder du, Anke? Linda, Anke? Well, zuerst kannst du mir zeigen, was genau, was sind sie? Ist es Migräne? Weißt du? Noch nicht Migräne, also noch nicht ganz so schlimm wie Migräne. Starke Kopfschmerzen, aber noch nicht so schlimm wie Migräne. Und was magst du? Kannst du sagen? Ich mache meistens Waschbär-T-Touches. Ja, aber sag mir. Moment, Okay, du willst, dass ich vormache. Was? Genau, Du machen wir willst, vor. dass ich Genau. vormache. Ja, genau, das ist Okay, warte. Ich habe dann normal die Hand hier und mache in dem Bereich, wo es weh tut, natürlich jetzt länger und auch langsamer, normalerweise Waschbär-T-Touches. Und wie gesagt, ja. Was ich würde empfehlen, Aha. pardon, zuerst Waschbär, es kann sein, es ist viel zu direkt. Ja? Okay. Und was weniger war, wenn du würdest das liegende Leopard, das heißt, okay. Ja, aber nur der Baby Leopard, das heißt nur dieses Teil. Und so, guck mal, statt direkt, wuff, das ist like wuff, sehr direkt, na, mit der, ja. Ist logisch, na, dass man Waschbär nehmen würde, aber probiere dies. Okay. Und vielleicht ohne Daumen, weil die Daumen, das macht viel. It's just, oh. Okay. Now, Regina, hier ist eine Übung. Und das Vielen lieben Dank. Was? Vielen lieben Dank. Warte, mehr. Okay. Wenn du das magst, Smile. Aha. no, man sagt, ja, bist du verrückt? Ich kann nicht, wenn das tut weh. Aber dann probiere dies. Okay. Viel weniger. Und was kann vielleicht noch besser? So. Ja. Mhm. Und statt direkt, wo das ist. Now, guck mal, hier in der Lobe von diesem Teil, das ist die Repräsentation von unser Kopf hier. Hier. Mhm. Okay. Bring meinen Daumen hinten, ne, Vorfinger, und dann Daumen still und
Dann gehe hier rein. Ja. Ist dauernd hinten. Und ich weiß es nicht, wenn du gehst oben und machst mit größer alles. Wie sagt man das? Jeder muss das machen oder muss ich das? I forget which it is now. Say it in English. Oh, but can you see me? That it's I big? can see you are. Oh, okay. Thanks So, a lot. Die Frage von Linda war, ob der Bildschirm großgestellt werden muss, damit man es sieht. Aber Ach so, okay. ich glaube, noch Alles gesehen, war gut. Ja, aber ihr seht alle gut, wie sie es macht? Oder wollt ihr mal mitmachen, damit sie euch sieht? ja, gut. Mit Kopfweh, ich würde nicht nicht die Bewegung des Theater. No. Das ist, wo Waschbär-Touch ist ideal. Das ist ganz winzig. Und wenn das zu viel ist, ich habe das gesagt und jetzt probiert, nicht so ideal, als wenn ich zeitlich. Dieser Teil braucht einen Namen. Die hat keinen Namen. Ja. Ups, finde einander. Ei. Regina, probiere und lass die Anke wissen. So ich höre, wie das für dich ist. Super, Ja. vielen lieben Dank. Es gibt eine andere Möglichkeit. Dankeschön. Warte mal. Hast du probiert Haargleiten mit Kopfweh? Nein, noch nicht. Phenomenal. It's absolutely phenomenal. Und mit Haargleiten, das geht durch die Skalle durch, sehr tief rein. Und das aktiviert die Craniosacrale Flüssigkeit. Ganz sanft oben. Linda, No. du hast gerade gesagt, du würdest nicht ausstreichen. Ich habe Ja, nicht mit Kopfweh. Ich habe viele Leute, die sich dadurch ihre Migräne in 5 Minuten wegtatschen, durch diesen, und auch, dass das die Spannungen im Genick ganz oft löst oder in diesem Schmetterlingsknochen. Und, Absolut. Ja, es ist interessant. Wenn ich mit Migräne habe, für mich ist die wenigste Bewegung. Aber Anke, das ist toll, dass du eine andere Erfahrung gehabt hast. Es kann sein, dass ich habe nie ein Migräne gehabt, so ich kann nicht vorstellen, wie schlimm das sein ist, aber toll. So. Ich zum Glück auch nicht. Ich kenne es auch nur von meinen Schülern. Ja, ich habe keinen Kopfweh, auch nicht, aber Regina, danke für die Frage. Dankeschön, Linda. Ja, Monika? Nur kurz zum Thema Migräne. Mir hilft es immer, weil ich kann meinen Kopf selber überhaupt nicht mehr anfassen, wenn es schlimm ist. Das heißt, ich fange hier an, ganz sanft, also in dem Bereich, alles, was so Richtung Kopf geht, und arbeite mich hier so rum. Und dann lege ich nochmal ein Körperband an. Anke und ja, sehr gute Idee. Absolut. Genau. Anke und Birte, ihr erinnert euch sicherlich an es gibt auch schöne Fotos von unserem Seminar mit diesen lustigen Körperbändern, die funktionieren dann auch sehr gut. Aber ich kann nicht mehr hier irgendwo berühren, weil es wehtut mit der Migräne. Ja, kann das sehr gut verstehen. So, das ist ein sehr wichtiger Tipp. Well, ich vergesse es so oft. I mean, mein Gott. Wir haben eine Frau in einem Kurs hier für Anke, ich glaube, du warst dabei. Sie hat dauernd Migräne. Sie arbeitet in einem Büro von einem Arzt und sie war an Morphin. Jeden Tag. Es war so schlimm. Und wir haben einfach das simplest Kopfband hier gemacht und es war weg. Und sie hat das jeden Tag getragen
am Flugzeug zu Hause. Sie hat zu Hause irgendwas nette Dinge gemacht und hat das die ganze Zeit das getragen. I mean, interessant now, das ich vergesse, wie lange das gehalten hat. I mean, wie lange sie hat das gebraucht. Für mich ist, und wenn ich denke jetzt, okay, von was kann auch Migräne kommen? Nicht genug trinken, zum Beispiel über lange Zeit. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt heute denken würde. So, danke für das, Monika. Das Kopfband ist so wichtig. Danke. Ich habe Das ist brauchst mehr als ein Practitioner. Wie viele Practitioners braucht das, bis die beste Antwort zu kommen? Ne? Jeder hat eine andere sehr gute Möglichkeit. Ich habe gerade noch in den Chat geschrieben, Linda, dass es das bei Pferden ja auch oft gibt, also dass sie zum einen Kopfschmerzen haben und die nicht erkannt sind und eben auch, dass sie sich an manchen Tagen nicht am Kopf anfassen lassen können. Also von dem her gerade danke, Monika, ne, für diesen Teil. Dann einfach mal Körperband anzusetzen, wenn man... Danke. Das ist sehr wichtig, Anke, dass wir denken, dass so zum Beispiel man denkt, oh ja, der Pferd heute möchte nicht berührt werden. Und dann ich denke über die Ohrentouch. Aber wenn der Grund für Ohrentouch, wenn wir können das Ohren etwas ausstrecken, das aktiviert die Durchblutung und die Kranialsacralflüssigkeit. So, Die Natascha hat im Chat geschrieben, ob es einen Touch gegen Unterleibsschmerzen gibt. Für was? Unterbauch. Belly. Pain. Für was? Aber Pain in the belly. Pain in the belly. 3 Dinge. Zuerst ohne Denken Ohrentouch. Das vielleicht, I mean, weil meistens man kann das Bauchschmerzen wegbringen, wie das. Und es ist Fingers seitlich. No? Ich gehe in verschiedene Teile von der Ohr. So ist 1, aber meistens, if ich Bauchweh habe, ich vergesse das ist der Kopf. Ich komme hier rein in this little valley und dann ein bisschen höher und etwas leicht ausstrecken, leicht nach oben. Valley heißt Tal. Das ist diese kleine Einbuchtung. Valley. Translated Valley. Die Einbuchtung, das Tal im Ohr. Ja. Sorry. Kein Problem. Danke. Ja, so. So, aber was andere, wenn das ist Bauchheben. Und dann manchmal ist von was kommt das? Weißt du? Die Ursache der Bauchschmerzen, der Unterleibsschmerzen, Natascha? Ich glaube, ich wollte nur noch gerade dazu sagen, gegen jegliche Form von Schmerz kann man die Ohrentouch einsetzen. Ob das jetzt wirklich der Schmerz einer akuten Verletzung ist oder einer Verkrampfung oder sonstiges. Menstruation, schreibt sie, ist die Ursache der Schmerz. Ist es schlimm? Ist das auch schlimm für Menstruation? Natascha, kannst du? Ja, sagt sie. Schreibt sie. No, ich würde zuerst Ohrentouch probieren, aber mit netter Art und nicht nur 1 Minute, aber 1 Minute Rechtsohr, 1 Minute Linksohr, dann wieder hier. Und ich würde das probieren, mindestens 5 Minuten, aber pass auf, weil manchmal man denkt, oh, vielleicht es würde nicht helfen, weil die nicht genug tut.
Ich würde auch probieren, aber mit finde, funny, ist interessant, ich habe zuerst probiert mit Schwamm und mein Körper sagt, no, wenn das Schmerzen war, ich würde das nicht haben. Das viel netter Art. Ich würde das probieren, aber was hat uns geholfen? Und ich habe das, ist das Schlimmste, was ich gesehen habe. Wir haben ein junges Mädchen, 15 Jahre alt, in einen Wochenendkurs, das war bei meiner deutschen Ärztin organisiert. Das war vor 2 Jahren in Deutschland. Und sie ist untersucht bei 6 verschiedenen Ärzten, weil sie hat so viel Schmerzen gehabt. Und was wir haben in den Kurs getan, 4, das ist unmöglich für dich, natürlich, aber ich spreche über das so, wir haben 1 hat nette Art auf den Armen gemacht. Warum? Aufmerksamkeit bringen für den Teil, das okay war. Einander hat anrufen gemacht. Einander hat was nette, ruhige Art mit Haargleichen. Und ein 4. hat irgendwas nett gemacht auf den Bein mit kreisende Bewegung, Pause. Now, die Idee war nicht, dass die würde das Schmerzen lindern, weil alles hat gesagt, es ist unmöglich. Man kann das unmöglich wegbringen. Meine Idee war, und das ist, was ich würde vorschlagen, warte mal. Und das ist im Prinzip für so viel Schmerzen. Bring Beruhigen und Dankbarkeit, gezielt Dankbarkeit, überall am Körper, weg von wo das Schmerzen ist. Weil das, ich schätze, dass du nimmst natürlich Medikamente dagegen und es hilft nicht, oder wie ist das für dich? Natascha, du kannst auch gern deinen Ton einschalten, dann muss ich nicht immer übersetzen. Du darfst auch selber reden, wenn das geht. Ja, das ist halt immer unterschiedlich. Also mal helfen Medikamente und mal nicht. So, hast du, ich würde probieren, experimentieren. Behandle dich selbst, als wenn du ein Lieblingstier war. Hast du Pferd oder Hund oder Katze oder was hast Wir du? haben alles. Wir haben Pferde, also wir haben ein Pferd, 2 Hunde, 2 Katzen. Welche ist hast du ein Lieblings? Alle sind meine Lieblinge. Ja. Verrückte Frage, ne? So, wenn du das Schmerzen hast, spiele, als wenn du, das war ein von deinen Tieren und du machst es mit so viel Liebe, weil wenn wir Angst haben von den Schmerzen, das macht uns verspannt und dann wir sind böse mit unserem Körper. Probiere ein Spiel, dass du bist ein von deinen Lieblingstieren. Und experimentiere. Mach's auf die Arme, mach's auf den Schulterbereich oben. Und wie gesagt, probiere eine Schauspielerin, dass du machst das Theater. Nein, that's the wrong word. Theater, ich weiß nicht. Du musst du könntest mit das spielen. Und finde eine andere Möglichkeit mit deinem Körper. Und So, yeah. Wenn du das magst, denke über mich und fragt mich, dass ich dabei sein, ohne dabei zu sein. Weil ich könnte das tun, wenn du Hilfe brauchst. Das Just call. Die Elva schreibt, ob es eine Tea-Touch für mehr Gelassenheit gibt.
gelassen hat. Ja, absolut. I mean, das ist ohne Frage, die erste ist die Herzannahme. Weil das bringt uns in Herzkohärenz und es ist messbar mit der HeartMath M-Wave, wir können das sehen. Was ist auch sehr entspannend, wenn man das probiere das mit mir. Ne? Nimm dein Haar und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nimm die Fingers durch und dann Fingers gedrückt gegen die Haut mit dem Haar. Und die Idee ist, für mich, es macht einen Unterschied, wann ich nehme das, ein Viertel, und dann, ich sehe das nichts, das nur so lange, als das interessant ist. Es kann auch sehr kurz sein, auch mit sehr kurzer Haar, das geht auch gut. Und just, und nochmal, ich würde das Spiel machen, diese Idee, hast du das gefragt, hat sie Pferd oder Hund oder Katze? Eva hat gefragt, ich weiß es nicht. Kinder, sagt sie. Oh, sie hat kein Tier. Doch, sie hat auch ein Tier. Ja, aber welche? Ja, viele, viele Tiere, schreibt sie. Pferde, Hunde, Katze. Alles. Alles, okay. Die Gründe Frage ist es so, ist es, ich denke mehr Entspannung mit Pferd. Nimmt die Mähne gegen den Menkom und kreisen und dann nach unten, nicht unten, aber oben. Und oder auf die Schweifhaar, das lang ruhig ziehen. Now, ich sage das, wenn du das mit deinem eigenen Haar machst, na, vorstelle, das ist dein Pferd und du möchtest das Pferd, oh, diese nette Gefühl geben. Weil diese Bewegung arbeitet, wenn wir machen das überall im Körper, dies aktiviert jede Teil von unserem Körper. Und was für mich hilft, und experimentiere und probiere, was für dich ideal ist, wenn ich gehe, ich mache das 90 Grad von meinem Kopf. See, nicht so. Das ist ein gutes Gefühl. Ich möchte das in die Richtung machen. So, play with it. Und das ist so entspannend. Oder, wait a minute, wie viele Kinder hat sie? Ups, 2 Kinder. Wie alt sind die? Elva, kannst du dein Mikro einschalten? Dann kannst du auch 10. Danke, danke. Nicht so gut. Manchmal dauert es. Eine Tochter ist 10 oder ein Kind ist 10? Ach, jetzt. Ja, also eine ist 10 und eine ist 3. So was ich würde, wenn mein Kind war, vielleicht, du findest ein Kind, das liebt diese Touches und du magst singen dabei und diese langsam verschiedene Touches am Körper. So, du bringst das Verbindung und pass auf über die Gründe, ich sage, I like a little singing or humming, weil das aktiviert dein Atmen. Und wenn wir sind ein bisschen verspannt, meistens von uns, wir gehen durch das Leben mit nicht genug Atmen. So angespannt, ja. Humming ist Summen für die das Summen, danke du. Naja, wenn ich gerade schimpfe, dann Summer. Wird lustig. Ja. So, guck mal, probiere dies, alle, right, just jetzt, momentan. Nimm die Ellbogen in die Hand, alle, probiere das. Und just find out, welcher Teil von deinen Händen ist für dich
einfach zu benutzen. Ist 1,1 und bisschen nach oben und sie, ich stütze hier, so ich bin total relaxed. Wie das. Es ist wichtig, dass der andere Ellbogen ist, how do you say? Stütze. Gestützt. Ja. Schalte wieder auf stumm, sonst höre dir meine Kinder. Vielen Dank. Ich kann es auch sehr empfehlen, öfter im Gesicht T-Touch zu machen. Es kann auch Falten glätten. Also ich versuche mich selber wieder daran zu erinnern, aber ich habe das letztes Mal gemacht auf Hawaii. Ich habe eigentlich tatsächlich also ich wollte mal gucken, ob die T-Touch im Gesicht meine Falten glätten, und das Interessante war, dass ich nach 5 Tagen besser sehen konnte. Also ich konnte besser ohne Brille lesen. Die Falten kann ich gar nicht so beurteilen, das Sehen hat mich so fasziniert, dass ich das mit den Falten vergessen habe. Alex hat die Hand hoch. Genau. Okay. Linda, du hattest erzählt, du machst, also man könnte auch Bauchheber gegen Bauchschmerzen machen, und ich wollte fragen, wie macht man das, wenn man alleine ist, oder geht das überhaupt nicht? Absolut, look. Du meinst für dich, ja? Oder für einen Mensch? Genau. Ja, für einen Menschen. Alleine. Oh. Soll ich mal mal leise? I have mine things. Okay, like you go like this. And like cup your hand, like just, auch wenn du kein Bauch hast, komm. Ich habe genug Bauch. Oh, ja, well, das ist hilfreich. Praktisch. Endlich ist es mal von Vorteil, einen Bauch zu haben. Linda, lehnst du dich dabei nach vorne oder bleibst du ganz normal gerade stehen? Stehen. Okay. Ich kann, aber das ist für meinen Rücken nicht so gut, wenn ich komme vorne, ne? Look, ich kann aufrecht stehen. Siehst du mich? Now, hört mein Atmen, like. Man hört deinen Atem nicht, Linda. Du musst es ein bisschen lauter machen. Yeah. Like, how can I do it? Like, hörst du das? Wenig. Moment, ich denke, ich habe die andere Dings, my Things verloren. Oh, well, Moment, it's way over here. Du kannst nicht, maybe, wait, I'll change. Just a moment. Normalerweise hört man dich gut atmen, wenn du die Yeah, but I have the wrong thing here. Just a moment. ja. System preferences, I take them out. And then Alex, wolltest du was sagen oder fragen? Du hast die Hand noch oben. Nee, ach so, ich hätte doch noch eine Frage, und zwar zum Thema Atmen, aber das will Linda wahrscheinlich gerade sagen. Ja, dann warte. Ich dachte, aber auch generell, ob man bei jedem T-Touch, also nach jedem T-Touch, einmal ausatmet, auch bei den Pferden, oder ob man das nicht tut. Also das kann ich jetzt schon beantworten. Nicht bei jedem, weil bei den 1-Sekunden-Touches kämst du dann in eine ziemliche Hechelatmung. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Okay. Yeah, the thing is, es kann sein, wenn die like schneller T-Touches sind, like go. So that okay. I did, ich habe 2 schnellere T-Touches gemacht, vielleicht atmen rein und dann 2 raus, 2 T-Touches raus. Und die Frage ist das besser, like, wenn ich die Putonheber mache? Like, now, ich tue das mit einem Rhythmus und meine Schwester mag den Unterschied, der Gegenteil.
experimentiere und finde, was ist für dich ideal. Und spiele mit das. Was ist interessant? Vielleicht ihr würde andere Möglichkeit, vielleicht 3 verschiedene von alle von euch da. 3 Möglichkeiten haben. Spiele mit das. Cool, danke. Was war deine andere Frage nochmal zum Atmen? Wolltest du noch, oder war das dann, Alex, mit dem, ob man mit jedem Touch atmet? War das die Frage? Genau, das war das mit dem Atmen. Und mit dem Bauch würde mich aber trotzdem noch mal interessieren, das zu sehen, Linda. Mit dem Also, Bauch? Ja. also Atmen beim Bauchheber wollte Linda, glaube ich, gerade zeigen, oder? Vielleicht kannst Okay, du so I try louder. I don't know if I can do it. If I sneak in again, so like rein, raus, halt. Rein and then langsam raus und lass los. Now rein, raus. Now, genau was Anke gesagt hat, das ist abhängig, wenn das Bauchschmerzen ist extrem, du würdest das schneller machen und das bedeutet atmen, wie das angenehm ist. Was wichtig ist, pass auf über, wie du atmest, dein Atmen ist. Und wie gesagt, spiele mit das. Genau, manchmal ist es schön, wenn man länger hält, also bei den Pferden, beim Bauchheber und so auch. Und dann kann man ja weiteratmen. Ne? Man muss ja dann nicht die Luft anhalten, bis man dann nach 3 Sekunden wieder runterlässt. Aber Genau. beim Senken ausatmen. Genau. Die Steffi hat die Hand oben. Wie ist sie? Wie ist sie? Ich glaube, sie versucht gerade den Ton So, einzustellen. jetzt habe ich probiert, das Mikro aufzuschalten. Geht's jetzt? Ja. Gut. Ja, okay, super. Das ist ein anderes Thema. Also, das hat jetzt nicht mehr mit der Atmung zu tun, sondern ich hatte letztens beim Gespräch mit Practitionern viel das Wort Smile Point beim Pferd. Und ich habe nachgelesen, beziehungsweise probiert und nichts dazu gefunden. Ja, entweder nicht richtig recherchiert, aber vielleicht kann Linda oder Anke erklären, wo man den, also ja, einfach mal darauf eingehen, wie es dazu kam, dass der entdeckt wurde, wo der sein soll und genau, ja. Kannst du das übersetzen für mich? Du hast das so schnell gesprochen. Was? Sorry. Sie spricht vom Smile-Punkt und sie hat nichts davon gefunden beim Pferd, im Genick, der Punkt, wo du die Pferde zum Lächeln bringst. Oh, it's nicht ein Punkt. It's like when let's see. Okay, hier sind die Ohren. When man it's just a stroking forward. The ears are up here, yeah? If the ears are back, it's like, it's, Gott, ich vergesse jetzt, ich habe das vor 35 Jahren zuerst gemacht. Ich vergesse jetzt das Teil, das es ist, aber it's not a Punkt. It's like this movement. Und die Bewegung in Richtung Ohren, vom Genick in Richtung Ohren, aufwärts. Genau. Okay. Auf beide Seiten, ja, von like, ja. Und es ist ziemlich like Druck, ja. Okay, ja. Im oberen Teil sozusagen, nicht weit. Ungefähr also, so weit hinten die Ohren. Ja. Okay, ja. Okay, danke. Und Anke, wir sollten irgendwann einander Kurs like Abend like this machen oder morgen machen. Und ich habe Fotos von einem Pferd, das hat immer die Ohren angelegt, wenn in Trab gebracht war. Und wir haben das in 5 Minuten geendet. Ja. Ist nicht immer so schnell, aber meistens. Yeah, and it's more from the hand, make the fingers. It's like feel contact there. Ich finde, man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, wir wollen damit ja nicht, dass die Pferde
aufhören zu sprechen, wenn sie wirklich ein Problem haben und die Ohren deswegen nach hinten bringen. Aber es gibt Pferde, die machen das gewohnterweise. Die legen die Ohren an, wenn sie einen ganz freundlich begrüßen, ne? Oder die legen die Ohren an, einfach aus einer Gewohnheit heraus. Und dann kann man... Und Anke, das ist ein sehr wichtig Bemerkung, weil das ist mehr in die Richtung von Pferd, wer hat eine lange Gewohnheit, das zu tun. Ja. Verstehst du? Meinst du, Und wer ich kenne Pferde, und bestimmt mehr von euch kennen Pferd, das von Geburt an liegt die Ohren an. Und kein Mensch weiß warum. genau. Nie einen Grund ausgefunden. Und sie kommen ganz, ganz freundlich eigentlich zu einem und möchten in Kontakt, aber die Ohren liegen an, als wollten sie einen fressen. Aber sie meinen es gar nicht. Und ich bin nicht sicher, dass mit solcher ein Pferd das helfen würde. Das ist, für mich ist es Hormons und ich habe nicht mit das Erfolg gehabt. Mhm. Ja. Also wir haben eine Stute in meiner Kundschaft, die war Schulpferd und die kommt tatsächlich auch so. Also das ist einfach vieles lange Zeit übersehen worden, dieses Pferd. Also die hat schon ihre Gründe für das angelegte Ohr. Aber die kommt auch zu einem nach wie vor oft mit angelegten Ohren. Und bei der haben wir das immer wieder geübt, dass sie die Ohren nach vorne macht. Und es braucht seine Zeit, weil sie ist auch schon ein bisschen älter. Also sie hat sehr, sehr lange gelernt, Ohren anzulegen. Und mittlerweile kann sie das schon ganz, ganz oft ändern. Aber man kann so richtig merken, wenn sie nicht nachdenkt, dann legt sie die Ohren an und kommt mit angelegten Ohren auf einen zu. Aber nicht böse, sondern sie kommt dir Hallo sagen. Ja, Also ja. ich möchte, dass du was mit ihr machst. Aber sie sieht aus, als wollte sie dich fressen. Die Regina fragt gerade, woher ich dieses hübsche Pferd habe. Das haben wir tatsächlich mal von der FN bekommen als wir, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor 15 Jahren waren wir in Warndorf und haben eine Demo gemacht bei den PMs von der FN und da haben wir diese Pferdchen geschenkt bekommen. Oh, ja. Damals hat es noch ein FN-T-Shirt an, aber inzwischen war das halt älter geworden. Genau. Dank Linda habe ich das. Toll. Mhm. Na, Anke, es gibt noch eine Detail, das ich sagen möchte. Und das ist mit dieser 1,25 Kreis. Wenn man denkt über 5 Viertelkreisen statt 1,25. So, dass wir haben zum Beispiel von, mein Zifferblatt ist so, wait, okay, 6 Uhr bis 9. And guck mal, it's a little curve bis 9. Und dann nach ein Viertel bis 12 und dann 3, curve to 6 und 6, 9. Und das Golden-Schnitt ist fast 1,25, nicht genau. Now, warum? Was soll das aufpassen über 1,25? Mann, wir müssen dabei bleiben. Es ist wie ein total Respekt. Wow, spüre dies, 1,25. Und es ist wie ein sehr tief Meditation. Wenn mein Kopf ist klar, ich passe auf nur über wie rund sind diese 5 Viertel Arcs zusammen in ein phänomenal 1,25 Spiralkreis. Und ich möchte das sagen, dass, oh my goodness, I mean, heute, ich habe auf ein Leiter geklettert und alle diese viel physical Dinge gemacht. Und plötzlich mein linken Knie war schmerzhaft und ich habe lahm gehobbelt für, I don't know, 4 oder 5 Minuten und dann ich habe gedacht, was? Na, mach T-Touch. Ich habe das weniger als 1 Minute gemacht.
Und ich möchte das bitte, das ist die Geschenk für 2022, diese Idee, wenn jemand hat irgendwas für einen Schmerzen, statt ignorieren oder denken, oh, was passiert jetzt? Na, sprich mit einer netten Art und üben Liebe zu deiner eigenen Körper. Und wenn das unmöglich ist, spiele, wenn du bist dein Lieblingstier. Und dann sprich mit netter Art. So, das Körper, das ist ein Wunder. Na, das ist ein Geschenk. Und wir können mit dieser fantastischen Schüssel von der Spiral vergessen das Leiden und alles. Ist sehr wichtig, aber hat eine total andere Wirkung als diese Idee, wir können eine Verbindung haben mit das Wunder, das wir sind, das phenomenal Intelligenz in jeder Zelle in der Körper. Wow, that's a wow. Und Anke, ich möchte dich bedanken für das. Es bringt mir so viel Spaß und wow, wir für die letzten paar Tage, wir haben unser Haus alles polished und alles nett gemacht und viel Spaß das zu tun und packen schon und na. Für mich ist eine große Freude mit euch in das neue Jahr zu sein. Blessings. Any comments? Do you want? Achso, Manuela hat noch geschrieben, dass sie wissen wollte, wenn wir den T-Touch aus der Entfernung machen, wie ist dann die Druckstärke? Ist das dann 0 oder? It's absolute 0. Weil Druckstärke hat zu tun mit dem Kontakt mit dem Körper. Ich habe gesagt, das ist der Druck, den die Moleküle dann ausüben auf die Haut. Das ist der Druck, den die Moleküle ausüben. Wenn wir uns vorstellen, wir bewegen die Luftmoleküle, right. Absolut. Die Moleküle auf die Haut machen, das ist mehr als 0, aber sehr viel weniger als 1. Ja, ja, es wow. Und kann so viel Beeinfluss bringen als die Idealberührung. Wir wissen das. Ja? Und was ist wichtig, wenn du das magst? Mit eigenem Körper. So, ich gebe dir Beispiel bei Pferd oder Hund. Wer möchte nicht berührt werden. So nicht direkt anschauen. Ein bisschen seitlich, so it's not so, just etwas, und auch mit eigenem Körper. Macht es mit Respekt, als wenn du machst einen Kontakt mit this phenomenal intelligence of the universe in dich. Yep. Ganz viele verabschieden sich schon und sagen Dankeschön auch. Wir sind auch jetzt schon eine 1,5 Stunde dabei und du hast jetzt bald Silvester. Das ist bei euch fliegen jetzt gleich die Sektkorken. Natascha, hast du noch eine wichtige Frage? Ja, ganz schnell. Und zwar, unser Pferd muss operiert werden. Also der kriegt die Zähne raus. Und er verpackt die Narkosen nicht mehr so gut. Kann man ihn da irgendwie in einer Art und Weise unterstützen? Dass er nicht wieder absolut. Ja. Und du meinst so, dass die Wirkung ist nicht so stark? Ja, genau, dass man ihn irgendwie unterstützt. So, die Idee ist mit dem Ur-T-Touch, seitlich. Wir können von Basis an, out to the tip. Wir können die ganze Pferd beeinflussen und das zieht dann das Leitziehen, aktiviert die Kranialsakralflüssigkeit. Und das ist so hilfreich, das ganze Pferd in ein Parasympathico-Nervensystem-Status bringen. Und das unterstützt das Heilen.
Ja, danke. Plus, du, was du denkst dabei, hey, ich kann dir helfen, statt denken, oh je. Sobald du denkst, oh je, das hat einen beeinflussen, nur das Denken von was passiert. So, du kannst das beeinflussen bei denken, okay, ich bin hier, ich unterstütze dich, du würde, ne? Und T-Touches, ganze Körper. Okay, Du danke kannst schön. das. Und wenn du das fair T-Toucht, vorstellst, dass du T-Toucht dein eigener Körper. Und das würde alles helfen. Okay, danke. Also ich würde gerne so langsam zum Ende kommen, weil wie gesagt, Linda hat bald. Alex, hast du auch noch eine schnelle Frage? Ein kurzes Abschlusswort. Danke, Linda, danke für alles, dass du mir so viel beibringst und mir so viel hilfst. Danke. Danke dir. Wie heißt du? Großartig. Lara. Sarah, hi. Hi. Und hallo. Hallo. Du, ist die Antje still mit uns? Immer noch? Wo Ja, bist Antje ist du? noch da. Antje, hast du Let me mich? see you. And all of us, it's, you warm my heart. All of you. Und du unseres, Linda. Du wärmst unsere Herzen und bringst sie zum Lächeln. Vor allem. So, lass uns zusammen ein Herzaufnahme machen. Und just schick mit jeder ein Viertelkreis. Ganz leicht gemacht. Just halt in dein Herz, in dein Kopf und dein Körper die Idee, wow, ich würde zu mir alles was gut holen dieses Jahr. Und die mehr Dankbarkeit, das wir geben. Und ich schlage vor, dass du wirklich jeden Abend, vor wir schlafen gehen, ich denke, okay, was waren 3 Blessings, 3 fantastische Dinge, was heute, für was ich bin dankbar. Und ich sage das. Und wenn zu mein Mann oder ich würde, wenn er nicht dort war, ich würde das zu meinem Hund sagen. Ja, oder Katze oder Stofftier. Danke du, Anke. Wir müssen dich danken, Anke, weil du führst das alles so fantastisch und alle von uns. Danke Und wir dir. müssen dir danken, weil ohne dich müsste ich das gar nicht tun. Wenn wir dich nicht hätten, dann gäbe es das alles gar nicht. Danke, dass du dir so viel Zeit nimmst. Jetzt die Feuerwerk fängt an. Es ist sehr laut. Musst du dich um deinen Hund kümmern, gell? No. Er macht, interessant. Okay, good. What is it? His ears go, guck mal. Hey. Frohes neues Jahr für Griffin, für Linda und für Roland. Sag, Roland, schöne Grüße. Genau. Da ist Griffin. Cooler Silvesterhund. Ein Tellington-Hund. Der hat keine Angst an Silvester. Ja, wir haben, Mann, das ist aber Glück. No. So. Ja, hier. Frohes neues Jahr. Tschüss.